Moin und hallo. Moin. Nora, ich habe heute mal in den Kfz-Schein geschaut. Dieses Wohnmobil haben wir im August letzten Jahres gebraucht gekauft und auf unseren Namen zugelassen. Das sind jetzt August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. 9 Monate fast. Wir haben dieses Wohnmobil immer noch nicht getauscht. Was ist denn nun los? Und darüber berichten wir heute. Warum, weswegen, weshalb. Wieso, weshalb, warum? Ja. Und Emma hat Geburtstag. Sie wird auch jetzt im April, jetzt im April 3 Jahre alt. Ich glaube, der 15. ist es. Ja, 15. April. 3 Jahre. Also, viel Spaß beim aktuellen Video. Ja. Bis die Tage. Nein. Gut. Kaffee. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Ja, So, bitte. und dann fange ich doch hier gleich an. Es ist ja immer die Frage, also ich habe das Gefühl, bei vielen unseren Zuschauern wird es langsam langweilig. Bertel hat ja schon gesagt, warum haben wir noch nicht getauscht? Wir werden wirklich gefragt, warum fahrt ihr immer noch dasselbe Wohnmobil? Das kann doch nicht angehen. Wir fühlen uns wohl. Jo. Ne? Vorteile, Nachteile, wir berichten. Ich stelle mal derweil den Kaffee an. Wie immer, Käffchen, oh, hier habe ich nicht gut geputzt. Das Erste, was uns total gefällt, das ist etwas hier höher gehend, die Längsbetten. Wir liegen über den Dingen, wir gucken von oben nach unten herunter. Das ist natürlich auch beim Nicht-Allrad genauso, vielleicht etwas tiefer. Wir fahren ein Allrad, wir wollten Spaß haben. Und warum Allrad, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt in einem Video. Da hatte ich ein Erlebnis, da haben wir halt ziemlich tief unten geschlafen. Also da ging es nicht nach hinten oben. Bertel, wenn er geschnarcht hat, bin ich nach hinten hier in mein Bettchen gegangen. Und da hatte ich so ein großes Fenster und da standen wir. Und da sind dann irgendwann nachts ein paar junge Leute ein bisschen angedüdelt vorbeigegangen und haben bei mir da gegens Fenster geklopft. Und das fand ich immer doof. Ich habe mich wahnsinnig erschreckt und ich finde es einfach toll, etwas höher zu liegen hinten. Das heißt, man kommt nicht unbedingt, oder nicht jeder, kommt unbedingt gleich mit seiner Faust hier ans Fenster und klopft. Ja. Und beim Allrad noch etwas höher, noch etwas besser. Ich fühle mich sicherer. Auch ein Aspekt. Auf jeden Fall, Nora. Na? Ich kann so aus der Kuschelecke so richtig schön rausgucken, ne? Im Ja. Bett. Das ist Bombe. Das ist Bombe. Genau. Wir fahren, also wir wollen ja erstmal kurz beschreiben, für die, die es nicht wissen, wir fahren noch den 6-Zylinder. Den wollten wir damals vor 2, 3 Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, uns bestellen. 21 war das. 21, das ist doch schon dann dieses Jahr Ja. 3 Jahre her, bestellt, nicht bekommen, beiseite. Dann haben wir uns so ein bisschen ausprobiert und dann stand hier die Emma und wir haben sie genommen und sind total glücklich, richtig glücklich. So, Bertel sagte, ich muss die Schränke aufmachen. Okay, hier habe ich ein T-Shirt von Bertel. Ne, wir haben uns die Bügeldachluken nachträglich eingebaut. Die hatten wir noch im Keller liegen, weil Bertel ja immer alles sammelt, was er so hat, was er so kriegen kann. Und hier kriegen wir all unsere Klamotten wunderbar rein. Natürlich tiefe Schränke, gehen sehr tief. Wir haben uns dran gewöhnt. Es ist ja so, es automatisiert sich ja auch alles. Ja, Ja, du musst ja vielleicht noch dazu sagen, wir leben halt Vollzeit in dem Ja, Auto ja. und da ist Stauraum unheimlich wichtig. Natürlich. Ne? Natürlich, wir hätten uns auch irgendwas kaufen können mit 10 Meter Länge oder so, ne? Aber das ist ja gar nicht unsere Sache gewesen. Wir wollten klein, kompakt Ja. und trotzdem genug Stau und Wohnraum für uns haben. Ja. Ne? Damit es auch im Winter klappt, damit man sich nicht gegenseitig an den Hals geht. Ne? Genau, genau. Was ich auch gut finde, ist da hinten die Ablage. Jetzt hast du das ein bisschen verdeckt mit der Decke. Da hast du noch mal komplett Steckdosen, alles hast du da. Das ist auch wichtig, dass du deine Verbraucher, ne, Handys etc. pp., Genau. dass du genug Möglichkeiten hast, Steckdosen, um den Kram mal aufladen zu können. Ne? Ja. USB und 12 Volt. Ja. Nicht zu vergessen, ne, das ist ja auch so ein Ding. Hier hinten gibt es natürlich einen Fernseher. Ne, da haben wir schönen Alphatronics, Smart TV, dann klappt es auch mit dem Internet. Und das ist für uns wichtig, streamen. Ja.
du hast das Winterhalbjahr, wir sind halt oft im Winterhalbjahr auch im Norden. Und da liegst du gerne auch mal länger im Bett und guckst fern oder gehst früher zu Bett. Ne? Ja, wir haben keine Satzschüssel Nee. auf dem Dach. Und Wir wollten das Fahrzeug leicht halten. ja, ja. Keine Klimaanlage. Dafür haben wir den Max-Van eingebaut. Der funktioniert übrigens super. Jetzt gerade, jetzt haben wir ja so diese Übergangsphase. Es ist tagsüber schon etwas milder, nachts wird es kühler. Jetzt soll es auch wieder kälter werden. Es regnet, die Luftfeuchtigkeit und das funktioniert klasse. Das ist, ja, wir haben es gerade wieder gehabt, da hast du gekocht und da gab es, ich glaube, das Nudelwasser, ne? Das hat so Ja. schön Wasserdampf gemacht. Ja. Dass die Scheibe vorne beschlagen war, Ja. Max Van angemacht. Ja. Sag ich das richtig? Max Van? Max Van. Van? Nee. Van? Van? Naja, ihr wisst schon. Fan, nicht Van. Fan. Max Fan. Okay. Genau. Also das Ding hier oben, ne? Ja. Den da. Ja. Kennt ihr alle. Ne? Ja. Ist absolut empfehlenswert. Ja, auch wenn die Frontscheibe beschlagen ist. Das von wollte innen, ich gerade logisch. erzählen, genau, da war ich ja dran. Und Ja. dann hat die sich entschlagen. Du musst nur dafür sorgen, dass Frischluft reinkommt, damit das System funktioniert. Genau. Und dafür hat ja Hümer immer reichlich gerne Pilzlüfter, ne? Eingebaut. Dann klappt es auch mit dem Durchzug, mit der Umlüftung. Genau. Umluft. Mit der Umluft. Umluft passt es dann, ne? Genau. Ja, Umluft, schweres Wort, ne? Für so einen Herrn wie mich, Brillenträger. Ja, einmal im Bad und einmal über dem Kühlschrank, sieht man jetzt nicht. Da haben wir das mit dem Pilzlüfter. Ja, was kann ich denn noch erzählen? Ich sage ja, es ist manchmal für mich auch schwierig, nochmal über dieses Fahrzeug zu berichten. Wir haben sie ja auch vorgestellt. Wir haben auch den neuen schon vorgestellt, den 570er und auch den 580er, wo ja das Design sich ändert, die Fenster etwas kleiner sind, die Oberschränke sich etwas auch verkleinert haben. Und bei uns ist ja nun, seitdem wir uns nun mit YouTube beschäftigen, also YouTube unsere Arbeit ist, wir auch unsere Rente damit verdienen und wir uns nur auf Wohnmobile konzentrieren, ist es sehr schwer, der Kaffee ist gleich fertig, daran einfach mal so vorbeizugehen, ja, an den neuen, was passiert, was kommt. Und der Crossover kommt ja jetzt auch hoffentlich dieses Jahr in Düsseldorf neu. Da sind wir natürlich ganz gespannt und wir sind natürlich immer hin und her gerissen. Wir geben zu, wir wechseln gerne oder haben bisher gerne gewechselt, aber im Moment sind wir sehr zufrieden. Sehr Ja, zufrieden. gut, Sechszylinder, das ist halt mein Tick. Ne? Das ist nach meiner Meinung immer noch so ein richtiger Kultmotor, den Mercedes da gebaut hat. Und der macht mächtig Spaß. Ne? Er schnurrt so vor sich hin. Ja. Also der Sound gegenüber dem Vierzylinder, wir sind ihn noch nicht gefahren, aber gegenüber dem Vierzylinder ist natürlich der Sound doch erheblich schöner, sagen wir es mal so. Wir reden ja gar nicht über das Allradkonzept. Das ist der Motor, der einfach Freude Genau. bereitet. Ne? Genau, genau. Der weltbeste Kühlschrank, er passt hier rein. Also wir kommen gut klar mit dem Liter. Was hat denn der? 146, 146? Ja, irgendwas zwischen 140 und 150. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich reinschauen. Alles klar. Du bist so immer der Datenschatz. Habe ich weißt jetzt du? keinen Zettel? Ja, siehst du, genau, das ist das Problem. Macht nichts. Er ist groß, er reicht. Es ist der größte Kühlschrank, den wir bisher hatten. Ja. Ich tob mich da aus. Ehrlich, mit dem Inhalt, das ist schon Wahnsinn. Ja, Hümer. Ja, und er ist natürlich ist ein Kompressor lauter als ein Absorber, das ist keine Frage. Aber hier haben wir wirklich ein Modell drin, das funktioniert. Das ist auch nicht zu laut. Ein Brummen hast du, logisch. Ja, Ne? aber wir haben auch festgestellt, die Kühlschränke, die Kompressorkühlschränke sind unterschiedlich laut. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Liegt das am Möbelbau? Liegt das am Einbau? Was habe ich da drüber, da drunter, daneben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wir haben festgestellt, weil wir ja nun schon einige hatten, Kompressorkühlschränke, dass die Lautstärken unterschiedlich Ja. sind. Und dieser ist Ja. nicht ganz so laut. Ja. Ich guck mal Wir haben rein. keine Ahnung. Der ist sehr angenehm, ne? Das ist ein Setford, da oben Ja. steht es ja auch. Ja. Setford. Hier muss doch was mit Ja, da Liter- steht's. Rechts. 100 Kühlfach 132,5 und dann kommt noch Gefrierfach 17. Alles klar. Also Runde 150. Ja. Das ist gut. Dora, wir haben früher noch nicht mal einen beleuchteten einen Kühlschrank mit Innenbeleuchtung gehabt. Das war ja für uns alles. Weißt du noch im alten Clou, da habe ich so Ja. du hast mir eine Beleuchtung
mitgebracht. Habe ich jetzt Honig reingemacht? Ja, ich habe schon Honig reingemacht. Da haben wir so Batterielampen reingeklebt in den Kühlschrank, Ja. damit der beleuchtet, dass du da Licht drin Und hattest. die Ne? rutschten immer runter. Ja. Die hielten nicht wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls rutschten sie immer runter. Irgendwann waren sie da unten, dann blieben sie da unten. Ja. Oh. Das war ein 95er Baujahr damals. So, wo war ich denn stehen geblieben? Stauraum, Kleiderschrank, links vollgeproppt mit allem drum und dran, Rucksack, Staubsauger ist auch auf dem Fußboden, ordentlich Jacken. Ja, man kann den Deckel ja auch oben hochklappen. Da liegt ja jetzt die Matratze drauf. Wir beladen den eigentlich immer durch die Tür. Ja, genau. Puschlocks, hier noch Dame Wasser, Handtücher, Handtaschen und Licht. So geht Ja, da alles. kannst du die Tiefe jetzt nicht erkennen, aber das geht ja komplett rein da. Ja, Und das ist auch nochmal eine schöne Stauraummöglichkeit. Das ist auch gut, dass dieser Wagen diesen Stauraum hat. der 570er. Der 570er, der 580er hat den nicht. Ja. Ich habe ja damals immer gemessen und ordentlich gemessen, genauso beim Badezimmer. Wir kommen wunderbar mit dem Schwenkbad klar. Also bei dem gleichen Baujahr, 580er zum Beispiel, ist in der separaten Dusche so viel weniger Platz als hier bei uns, wenn wir geschwenkt haben. Nora, wir waren ja in Stuttgart, Ja. auf der Messe waren wir in dem 570er. In dem Experience. Experience ist übrigens eine super Geschichte. Da hast du nämlich den Heckantrieb. Ja. Also die Sprinter mit Heckantrieb, Ja. ne, ohne Allrad. Hat mir sehr gut gefallen, Ja. das Auto. Ja. Und da kam es mir in dem Bad, also zumindest nicht größer vor als hier. Nee. Und deshalb haben wir uns ja eine Lösung überlegt. Es ist schon, ich finde es, für meinen Fall, finde ich das alles schon ein bisschen schmal, ne, Ja. gebaut hier. Ja. Finde ich, etwas eng. Ne? Ja. So, und deshalb machen wir das in der Form, dass die Schiebetür, wenn wir stehen, machen wir die immer auf. Ja. Und dann erweitern wir mittels dieses Vorhangs das Bad. Und jetzt hast du ein richtig großes, geräumiges Bad. Und das alles einfach nur durch einen Vorhang, den wir da reingebaut haben. Und damit komme ich allerbestens klar. Ja. Super ist es auch hier, sich umzuziehen. Ja. Du hast immer dieses Küchenfenster, was stört. Und dann kann ich mich hier schön Diskret. umziehen. Genau. Und leicht durchsichtig, damit wir immer noch sehen, was da vorne passiert. Ja, das haben wir absichtlich so gemacht. Das Das, haben wir kann man natürlich auch absichtlich. blickdicht machen. Das ist ja eine Frage des Stoffs. Das kann ja, Ja. jeder. Machen Für sich wir entscheiden. richtig. Ja, was noch? Klein, Schrank. Wir kriegen alles unter. Jetzt hast du ja sowieso Übergangszeit. T-Shirts nimmst du mit, dünne Pullover. Dann doch einen dicken Pullover. Jacken, dünne Jacken, große, dicke Jacken. Keine Ahnung, alles hier drin. Kriegst du alles rein, ist ja wichtig. Ja. Frieren wollen wir ja nicht. Na gut, ich glaube, im Tuck zu viel nehme ich immer mit. Das ist Du, die leider ganze Garage, ne? Ja, nee, ist jetzt übertrieben. Die Garage ist ja bis oben hin voll mit Schuhen, ne? Wollen wir mal Ja. ganz kurz die Garage zeigen, Ja, wo wir das die machen schon wir doch. angesprochen hatten? Schuhe. Gut, Fahrräder haben wir immer noch nicht ausprobiert. Ach Mensch, was ich noch gar nicht erzählt habe. Wir hatten jetzt eine kleine Pause von 2,5 Wochen. Bertel hatte Ischias. Ja, Schlüssel, habe ich. genau. Aber wie? Da ging gar nichts. Nicht sitzen, nicht liegen, nicht stehen. Also grausam. Jetzt haben wir es wieder einigermaßen hinbekommen. Massagen, Wärmepflaster und viel Liebe. Alles gibt. Garage. Ganz wichtig für uns. Ja, die Garage, das Wichtigste war ja, dass hier diese schönen Stangen drin sind, ne? Ja. Damit man die Schuhe auch passend einsortieren kann. Das war ja so die Kaufentscheidung bei Nora, keine Frage. Und ansonsten, ja, dieses Bergeset haben wir noch nie benutzt. Und ansonsten ist es hier alles modular aufgebaut. Ne? Wir haben jetzt auf große Stauregale hinten verzichtet. Wir nutzen hier das System Eurobox, gesichert mit Zurgurten. Und so sieht das aus in unserer Garage. Ja? Wir können mal was erzählen, ne? Wo ich hier gerade
Kuschelweichsee. Ja. Wir haben ja noch unsere Banktoilette. Die ist ja doch ganz schön sperrig. Und jetzt mit Kuschelweich. Ne? Mal sehen, wie lange noch. Emma hat Geburtstag jetzt im April. Ja, Emma hat Geburtstag. Und ich glaube, da wird es ein paar Geschenke geben für Emma. Und es wird ja doch ein bisschen langweilig und es muss irgendwas verändert werden, finde ich. Ne? Ja, jetzt ist auch vorbei, Rücken, ne? Mit Rücken bin ich durch. Ja, wir werden berichten. Ja, das muss so sein. Nein, Emma. Sag mal, Nora, wo sind wir hier eigentlich? Oh, in Schachtholm. Wir stehen hier sehr schön. Es regnet ab und zu mal zwischendurch. Jetzt haben wir gerade eine Pause und gucken Schiffe. Also direkt am Nordostseekanal. Ja. Und weißt du noch, dass die erste Tour, als wir das Fahrzeug abgeholt haben, also dieses Fahrzeug abgeholt haben, dass die erste Tour mit dem Crossover hier hinging, nach Schachtholm? Ja. Da haben wir uns die schönen Stühle vorne geliehen, hier Ja. aufgebaut, Koffer war, Tisch und das war schön. Wir stehen hier gerne. Ja. Das Thema Hümer. Warum Hümer? Allrad wollten wir wollten Spaß haben, Ja. wir wollten Platz haben. Natürlich hätten wir auch, was uns manchmal stört, ganz ehrlich, ist dieses Sitz herumgedrehe. Ja, Ja, das und hast du da beim teilintegrierten Emma. das ist nun mal so. Natürlich haben wir uns damals auch informiert über Fahrzeuge, wo das Fahrerhaus abgeschnitten ist. Dann hast du aber weniger Wohnbereich. Klare Sache, dann ist das Fahrerhaus nicht integriert und alles Mögliche. Und da gibt es ja ganz, ganz tolle Sachen an Allradfahrzeugen. Und die Garagen sind dann aber auch irgendwie kleiner. Die Garagen sind kleiner. Du hast keine echte Garage. Du hast keine echte Garage. Und hier hast du eine echte Garage und das war uns wichtig. Ganz wichtig. Also sind wir bei diesem Modell gelandet. Jetzt gibt es ja endlich mal Konkurrenz aus Euromobil, ein ganz anderes Konzept. Also was die Sitzgruppe und so angeht, ist, ich glaube, das ist Face to Face heißt Face. es. Ja. genau, endlich mal ein Konkurrent. Da sind wir ja ein bisschen schwach geworden am Anfang, weil wir dachten, GFK-Kabine, ne? Hagelresistent, wo ja doch die Unwetter zunehmen. Da hast du halt mit einer Alu-Kabine, weiß ich nicht so recht. Ne? Ja, bist du gefährdeter. Du kannst Bist du gefährdeter auf jeden es Fall. gibt, Hümer bietet eine Kunststoffbeschichtung des Daches an, ne? Ja, Die da ein bisschen Abhilfe schaffen soll. Mhm. Aber ich steh natürlich, ja, muss ich offen sagen, GFK-Kabinen finde ich gut. ja. Auf jeden Fall, keine Frage. Da sind wir mal ganz kurz ins Grübeln gekommen auf der Ja. Messe, gebe ich ehrlich zu. Ja. Bevor es kalt wird, brauche ich mal einen Kaffee. Auch mit den 3 Schubladen kommen wir gut klar. Sie sind irgendwie immer unterschiedlich. Ich weiß nicht, hier muss ich im Moment ein bisschen sehr stark nachdrücken. Man kann es einstellen, aber ich habe da auch nicht immer Lust zu, gebe ich zu. Softclose dann auch manchmal scheißegal oder mit dem Fuß. Es geht alles, mein Gott. Soll ich mal gucken, wir wollen uns ja jetzt mal gleich hinsetzen. Naja, man muss mal immer aufpassen, wenn das noch heiß ist mit diesen Glasdeckeln. Also ich mag es ja eigentlich nicht, ne? Mal ganz ehrlich. Aber irgendwie muss man das ja abdecken, sonst wird es ja total dreckig und staubt voll noch mehr. Und ja, Waschbecken wir kommen eigentlich auch hier gut klar. Die benutze ich fast gar nicht. Ich meine, die ist klein, ganz, ganz selten, dass ich da mal was abstelle. Ich benutze eigentlich hauptsächlich den Tisch. So, Bertel wollte ja früher, genau, wo ich das mal hier sehe, Polster. Ja. Bertel wollte eigentlich immer Lederausstattung. Ja. Ich eigentlich auch. Es ist Geschmackssache natürlich, schöner oder nicht schöner. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich mit Stoff wohler. Es ist kuscheliger. Im Sommer, wenn du dann mal kurzes Höschen anhast, du klebst nicht drauf oder du musst eine Decke drüber legen. Ich mag es ganz gerne. Und womit wir jetzt auch gut klarkommen, Beinfreiheit, weil meistens sitze ich auf der Bank, Bertel auf dem Fahrersitz. Wir haben ja hier das Polster rausgenommen, was ja sonst so im Raum steht. Und dadurch hat Bertel hier mehr Beinfreiheit, habe hier Kissen hingelegt. Und das ist auch ganz praktisch, man kann hier was ablegen auf den Kissen, die geben nach. Weil wenn du jetzt hier das Polster hast und du legst mal dein Handy hier oben hin, hier ist eine Lücke.
Wenn das da reinfliegt, ist es weg. Weil das ist ja keine Ablage, also so ist eine Ablage noch entstanden. Was gefällt mir nicht, aber ich denke, das zieht sich durch viele Wohnmobile. Was gefällt mir nicht, das sind diese Papierrollos. Diese gefalteten, allgemein gefalteten Papierrollos. Warum können sie sich nicht aufrollen, gerade glatt runtergehen, wie auch früher meistens bei den älteren Fahrzeugen? Die Alu-kaschierten, ne? Ja, Alu kaschiert erstmal sowieso Sonneneinstrahlung und leichter zu pflegen, abwischen und gut ist. Und dann hättest du auch nicht so ein Problem am Bett zum Beispiel mit diesem ganzen Gekruschel und Gepuschel. Wenn ich dich mal unterbrechen darf. Ja. Es ist ja auch so genial hier, ne? Hier hast du gefaltetes Papier im Grauton und hier vorne im Beige-Ton. Ja. Das ist ja auch nicht stimmig, ne? Ja. Und die vorne, die Remi, haben ja auch wieder eine andere Farbe. Aber das sind halt immer die unterschiedlichen Hersteller, die dann... ja, da hast du es wie in einem anderen Grauton. Ja, in einem anderen Grau. Von außen sieht man das übrigens auch. Sieht man das? Wenn man alle dicht hat, siehst du auch unterschiedlich. Ah, okay. Ja, genau. Und das ist alles ein bisschen die Anmutung, naja. Also da würde ich mir gerne diese durchgehenden wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Durchgehende Rollos? Ja, durchgehend, also nicht gefaltet. Ach so. Glatt. Ja, wir haben es ja auch schon gehabt in einem anderen, in einem Kastenwagen, da hatten wir vorne kein Remi, da hatten wir Vorhänge. Ist auch so ein Für und Wider, ne? Ja. Ja. Ich liebe sie. Alles schon mal gesagt. Ja, das ist noch die alte Hümer Dachluke, der Klassiker. Ja. Die geht halt waagerecht. Die hebt sich waagerecht. Und die neue, die hebt sich ja so schräg und geht dann auch schräg hoch. Ja. Und ich finde sie bei Sturm gut. Genau. Und da wackelt nichts bei Sturm. Wenn es regnet, kannst du sie auch aufmachen, da kommt nichts rein. Der Wind, egal aus welcher Richtung er kommt, ob Süden, Westen, Osten, Norden, das macht zwar Geräusche und man denkt, es passiert sonst was. Nein, alles ausprobiert. Es zischt so schön durch, egal von welcher Seite der Wind kommt. Ja. Das ist, und du hast trotzdem Luft. Kommen wir doch nochmal auf die Frage zurück, was gefällt dir denn nicht bei diesem Fahrzeug? Bei diesem Fahrzeug? Richtung Vollzeitcamper. Richtung Vollzeitcamper, was gefällt mir nicht? Ich hatte die Rollos erwähnt, die finde ich total empfindlich, klar. Was gefällt mir nicht? Okay, klare Sache, die Beschichtung. Klare Sache, die ist sehr empfindlich. Die ist sehr empfindlich, die Beschichtung, wo wir hier auch gerade sind. Genau, ich hätte es nämlich wirklich fast vergessen. Sie ist sehr empfindlich. Man kommt mal gegen und alles Mögliche. Auch hier, das ist mir übrigens heute auch passiert, hier sie sind sehr mächtig, diese Griffe. Man kommt da schon auch mal gegen diese Ecken. Und dann, was haben wir gemacht? Ne? Das haben wir schon mal gemacht, das hat Emma jetzt bekommen. Eine Leiste, die passt ganz gut bei Hornbach gekauft, glaube ich. Ja, die bekommst du in jedem Baumarkt. Das ist so glänzendes Alu. Die haben wir uns zurechtgeschnippelt, ein bisschen geknickt. Gut, hier geht sie nicht ganz ran, aber es sieht schön aus. Es passt zu den Griffen. Ja, und warum hast du die gemacht? Weil ich immer, wenn ich hier Besteck und mal schnell hier gegen diese Kante gekommen bin. Ja. Und dann löst sich dann hast du überall so Stellen an dieser Beschichtung hier. Das fand ich nicht mehr so schön. Das ist ja, die Möbelbeschichtung ist ja heute eher Fototapete, ne? Ja, ist so. Aber jetzt haben wir das Problem gelöst und es passt, ne? Ja. Hast gut gemacht, Nora. Ja, was gefällt mir nicht? Kommst du mit der Van-Klasse klar? Du Ja. hast ja ein Fahrzeug unter 7 Metern Ja. und mit einem schmalen Aufbau. Ja, 2,22 Meter. Und ich komme wunderbar damit klar. Das finde ich gut. Also praktisch. Es kommt doch mal, ne, die Situation schmal und finde ich in Ordnung. Wir sind ja nun auch ein anderes Alkovenwohnmobil mit, was war man da? 2,35 Meter. Ja, so um den Dreh. 34, Das 36. ist schon was anderes. Ja. Außenmaß. Früher sind wir Clou gefahren, der war 2,45 Meter.
Jetzt kommt ja noch was. Ja, gut, klar, logisch. Das war ja Ja. ein breites Fahrzeug. So hat man früher gebaut, klar. Phoenix macht es heute noch. Ja. Dann haben wir gehabt das Bimobil Alkoven. Der kam so ungefähr auf 3,5 Meter Höhe. Ne? Ja. So, Fahrzeughöhe. Wir haben hier 3 Meter. Gut 3 Meter, ja. Ja, wir haben ja nicht mal eine Satzschüssel oben drauf, die das Fahrzeug höher macht. Ne? Also mein Punkt ist, in dieser Klasse zum Vollzeit drin leben, sind uns ja Gedanken gekommen, Fahrzeughöhe, Fahrzeugbreite, Wendigkeit, Länge. Das ist ja auch der etwas kürzere MLT, der 570, nicht der 580. Wir wollten diesen längeren Überhang nicht haben hinten. Ne? Das Fahrzeug sollte ja auch nicht nur dynamisch fahren, sondern auch dynamisch aussehen. Klar, Überhang ist da, aber nicht mehr ganz so lang. Aber sonst geht's ja nicht sonst klappt es ja nicht mit der Garage. Und wir fahren ja kein Hardcore-Allrad, mein Gott. Nein. Das ist, ja. So, ich glaube, jetzt setzen wir uns mal hin. Ich habe noch einen Aspekt. Welchen? Wie kommst du mit Mercedes, mit dem Sprinter klar? Gut. Sehr gut. Ich meine, du bist ja eine kleine Heizmaus, ne? Ich liebe ihn, es tut mir leid. Ich mag ihn. Obwohl ich auch den Fiat, den wir hatten, oh, der war auch toll. Mit dem Kasten Fiat bin ich auch durch die Gegend geheizt, keine Frage. Ne? Gut, hier heizt du nicht ganz so wie mit dem Kasten, weil du hast ja mal einen Aufbau und Fahrzeug schwenkt auch ein wenig aus. Ja. Und, aber man kann heizen. Man kann trotzdem heizen. Mal, ab und zu. Bedenke bitte, mehr als 80 darfst du nicht. Du bist hier über 3,5 Tonnen. Auf der Autobahn darf ich 100. Ja, okay, auf der Autobahn. Das ist auch ein Thema. Ja, wir sind LKW. Du bist hier schon in einer Klasse, die du mit Allrad mit 3,5 Tonnen nicht mehr fahren kannst. Ja. Der Experience, der 570 Experience, ohne Allrad, Heckantrieb. Der ist in der 3,5 Tonnen Klasse, weil er auf den Allrad verzichtet. Ja. Sehr interessant. Bertel findet den ganz interessant, weil braucht man wirklich immer Allrad. Ne? Das ist ja die Sache. Ein guter Heckantrieb, Differentialsperre, zack, puff. Hat ja keine Differentialsperre. Nein, aber die kannst du nachrüsten lassen. Da gibt es Möglichkeiten. Ja. Auch gut. Heute heißt es ja, das andere ist ja so eine Anti-Schlupfregulierung oder so. Nein, da gibt es sogar Möglichkeiten, eine 100% Sperre nachrüsten zu lassen. Wem das wichtig ist. Ja. Ich fand einfach jetzt das Grundkonzept gut. Ja, ich weiß. Bevor wir uns hinsetzen, muss ich noch eins sagen, was mir wirklich nicht gefällt. Ich weiß, die meisten mögen es und möchten es nicht missen, aber zum drin wohnen oder lange aufhalten, ich brauche die Panoramadachluke nicht. Ja. Ganz ehrlich, das Fahrerhaus heizt sich schon auf, weil es ja nicht gedämmt ist. Es ist nun mal, ne? Blech vorne. Es heizt sich auf, es kühlt sich auch ab, aber das im Sommer brauche ich nicht. Ganz ehrlich, es stört mich, wenn ich hier sitze und die Sonne knallt. Ich muss darauf achten, dass ich mich im Sommer nicht mit der Schnauze gen Süden stelle. Zum Beispiel, das machen wir nicht. Nee. Ich brauche sie nicht. Das wäre besser, wenn ich hier für mich jetzt, fände ich es schön. Also, erstmal nimmt es auch hier Platz weg. Ganz normale Dachkonstruktion, ein kleines Klappfach, was ich hochklappen könnte. Gut, es wird auch etwas niedriger, natürlich. Die mehr Kopffreiheit haben möchten, okay. Aber wo ich so Decken reinschieben kann und mal so und hochklappen, fertig, fixieren. Und ich hätte einen Stauraum und es wäre dann noch isoliert, ein bisschen durch das Klappdach. Ja. Und wäre angenehmer hier vorne. Du hast bei den teilintegrierten, und das kannst du auch nicht wegdiskutieren, hast du halt vorne den Triebkopf eines Kastenwagens. Ja. Und da gibt es noch eine Stelle, Nora. Wir haben hier vorne diesen Holm. Ja. Den Holm, den kannst du ja auch nicht ändern. Der ist ja nun mal da. Ja. Und da haben wir festgestellt, im Winter, da zieht es ja aber richtig frisch durch. Ja. Von da unten. Ja. Gut. Wir können damit wunderbar leben. Ach, guck mal, ein kleines Segelbötchen. Da. Oh, aber jetzt kommst du mal hier zu mir und dann erzählen wir noch mal. Es gibt ja immer so, weil ja gerade Bertel jetzt, als er jetzt so die letzten 2 Wochen mit seinem Ischias zu tun hat, der hat ja Wohnmobil geguckt ohne Ende und mich genervt.
gebe ich ja ehrlich zu. Aber zum Schluss sind wir immer bei unserer Emma. Ja. Ganz klare Sache. Es gibt noch einen Nachteil. Ja. Der ist bauartbedingt. Sobald du Heckantrieb hast oder Allradantrieb hast, fällt für dich die Frage des doppelten Bodens komplett weg. Okay. Weil es konstruktionsbedingt gar nicht geht. Wenn du einen Triebkopf hast mit Frontantrieb, dann hast du natürlich hinterm Fahrerhaus jegliche Möglichkeiten, Doppelböden einzubauen, Alco-Chassis zu nehmen Genau. oder. Also doppelter Boden musst du dir hier abschminken. Dafür hast du aber eine ganz fette Bodenplatte, Ja, die richtig gut dämmt. genau. Also kalte Füße hatten wir hier im Winter nicht. Nee. Hatten wir nicht. Nee. Und wenn du jetzt noch weitergehst und dir das Euramobil anguckst, den Xtura, da hast du sogar eine Warmwasser-Fußbodenheizung drin. Stimmt. Und auch eine Warmwasserheizung hier vorne Ja. im Fahrerhausbereich. Also es gibt dolle Konzepte. Der Markt bleibt spannend. Ich wünsche mir noch mehr andere Modelle. Darf ich erzählen? Ich habe ja was entdeckt, ne, in der Zeit. Ich habe ja was entdeckt und habe Bertel ein bisschen gesagt, ich habe dieses Fahrzeug noch nie, jetzt kriegt ihr was zum Googeln, noch nie auf der Straße gesehen. Ein älteres Fahrzeug. Und zwar, ich habe schon überlegt, Herrn Weinsberg. Ihr kennt doch alle Weinsberg, ja? Den, Die Marke. Die Marke Weinsberg hat mal im Jahr 2007 ein Fahrzeug vorgestellt, und zwar den Lev. Groß Ja. L, Groß E, Groß V. Lev, ja. Lev, ein Alkovenfahrzeug mit einer Kunststoff-GFK-Kabine, und den finde ich toll. Also ich habe jetzt nur die Bilder gesehen. Ich habe dann auch irgendwann gegoogelt, habe dann auch Innenraumaufnahmen bekommen. Also von der Optik, was so rüberkommt jetzt auf den kleinen Bildchen, gefällt der mir richtig gut. Das war ein Fahrzeug, das war seiner Zeit voraus. Ja, Damals gab es diesen Allradtrend noch gar nicht. Und das war so ein Vorreiterfahrzeug. Und deshalb falscher Zeitpunkt, nie richtig am Markt. zu teuer für die Zeit. Für die Zeit zu teuer vom Preis. Ab, muss ich dazu sagen, stellt euch vor, der war, glaube ich, 2007 vorgestellt oder sollte 2008 auf den Markt kommen, Ja. ab 130.000 Ja. Euro. Das Damals. Das war damals zu viel. Das war zu viel. Ich glaube, der hat eine Allradanheizung drin. Ja, ich glaube Ja. auch. Also das war ein tolles Auto. Ich habe mal einen gebraucht gesehen, vor einem Jahr oder sowas. Die wollten noch 80.000 dafür haben, du. Also Aber- wenn jemand kennt, der den hat, ich muss mir den mal angucken. Ich möchte den mal in Natura sehen. Es ist ja immer so, du siehst ja diese kleinen Bildchen. Das ist ja so wie mit, ne, wenn ihr auch ein Wohnmobil kaufen wollt. Ihr seht die Bildchen bei mobile.de oder was weiß ich wo. Und oftmals auch mit Weitwinkel fotografiert. Und Ja. dann kommt man da hin und geht da rein und sagt, um Gottes Willen, geht gar nicht. Ja. Ne, das kann ja alles passieren. Also deshalb immer schön reingehen in die Wohnmobile, sich angucken. Also ich möchte ihn mal sehen in Natura. Und der Und der Möbelbau gefällt mir. Und keine Ahnung, was passiert. Die haben dem damals, es gab ja damals die maximale Möglichkeit aus dem Sprinter, aus dem 3,5 Tonner mit Auflastung 3.880 Kilo waren das so gängig damals. Die haben gleich ein 5-Tonnen-Fahrgestell genommen. Ja, das war schon ein tolles Ding. Wir sind ja nun speziell, logisch, und spinnen da so ein bisschen. Aber das würde mich schon mal interessieren. Weinsberg. Der Wagen, den ich gesehen habe, der stand übrigens in Schweden. Also da wäre ich nicht mal hingefahren, aber so ist es. Ja. Es gibt ja immer Traumfahrzeuge und das soll auch so bleiben. Man guckt sich an, und jetzt gestern ist wieder für Bertel ein Traumfahrzeug aufgetaucht, gebraucht, sage ich nicht, zu hoch. Ich stehe total auf die alten Varios. Mercedes-Benz Vario 4x4. Total. Also das wäre noch mal eine Geschichte. Da würde ich gerne noch mal einsteigen. Zu hoch. Wie hoch ist der? Ja. Da mit sind wir mit wieder. Alkoven da hast du das. Jetzt kommt das Thema wieder. Ja. Unsere alte Diskussion. Wir finden es total klasse, Alkoven und Heckrundsitzgruppe. Ja. Finden wir toll. Dann hast du eine abgeschlossene Kabine, das passt alles. Dann hast du auch kein Problem, kein Wärmeproblem, Kälteproblem mit dem Fahrerhaus vorne. So, und dann hast du aber eine Höhe, und da kannst du gucken, wo du willst. Da bist du bei 3,60 Meter. Mit Allrad. Aber Mit ohne Allrad, Allrad bist ja. du ja aber auch schon sehr hoch.
Ja, klar. Ob ohne Allrad oder mit. Es ist ja egal, wir mögen es. Ja, ich gucke ja bei Allrad. Ja, Das bleibt auch. Das Ja. ist eine Macke. ja. Also das ist schon gar nicht so einfach, ne, das Wohnmobilleben. Uns geht's so schlecht, Nora. Uns geht's ganz schlecht. Ja, oh Gott. Nein, es geht uns so gut mit Emma. Und wie gesagt, Du hast alles drin. Du hast einen Alles. Wechselrichter, du hast Lithium Alles. drin. Du hast eine vernünftige Warmluftverteilung in Alles. dem Fahrzeug. Ja? Perfekt. Das passt alles. Und ansonsten die Schwächen ist halt ein Hümer, sagen wir. Diskutieren wir nicht mehr, wir sagen, ist halt ein Hümer. Und wir kommen damit klar. wunderbar. Deshalb ist es ja keine Spardose. Nein, Ne? nein, überhaupt nicht. Preis-Leistung muss für uns passen. Genau. Und das ist der Vordergrund und das sind Entscheidungshilfen. Ja. Und damit kommen wir super klar. Klarkommen. Und das ist übrigens auch nochmal zu diesem Thema, wenn ihr sucht. Also wir kriegen ja jetzt immer Fragen, würdet ihr den Sechszylinder behalten oder den Vierzylinder, weil es kommt ja der neue. Wir können das nicht sagen, aber ich möchte dazu auch allgemein was sagen, weil es ist ja jetzt egal, ob Sprinter, Fiat oder Peugeot oder Citroën oder Ford. Ich finde das egal. Was ist wirklich das Wichtigste? Das Wichtigste fürs Wohnmobil, für mich, ist eigentlich, und da geht nichts drüber, ich muss mich in diesem Fahrzeug wohlfühlen. Wenn ich mich nicht wohlfühle mit Bad, Bett, Sitzen, Kochen, Stauraum, ich habe keine Ahnung was, dann geht das nicht. Also jedenfalls nicht in meinen Augen. Du Also kannst das das geht nicht. dollste Herstellerfabrikat Ja. haben, was dein Fahrzeug zieht Ja. und fährt. Ja. Aber wenn der Aufbau nicht passt, was nutzt dir das dann? Genau. Es gibt einen riesen Kritikpunkt bei Sprinter. Wirklich, ewig. Das ist die Geschichte vorne mit dem Sitze drehen und den Gurten und so weiter. Ja, mein Gott, wenn das jetzt ein Riesenproblem für dich ist, dann darfst du keinen Sprinter fahren. Genau. So einfach ist das. Es gibt Foren, die sich über Nachbesserungen an Hymer-Wohnmobilen austauschen. Da kannst du solche Listen schreiben. Du kaufst dir das Auto nagelneu und arbeitest dann noch eine Checkliste ab mit 30 Punkten. Ja, wenn du das unbedingt machen willst, dann kannst du das machen. Du kannst aus allen Autos kannst du Raketen bauen. Das ist nur eine Frage vom Aufwand her. Du musst immer für dich entscheiden, womit kannst du leben, was macht dich glücklich Genau. und über welche Schwächen kannst du Hinwegsehen. Ja Mensch, jetzt fallen mir die Worte schon nicht mehr Hinwegsehen. ein. Und über welche Schwächen kannst du hinwegsehen. Entscheidend ist doch, dass du Spaß hast. Eben. Eben. Das war ein gutes Schlusswort. So Mäuschen. Mein Kaffee ist jetzt kalt. Das ist klar. Wir haben zu viel gelabert, ne? Macht nichts. Aber das ist es wert. Und wir haben uns echt gedacht, was willst du hier bei dem Regen sonst machen? Für ein schönes Filmchen für euch. Und Ja. das hat sich angeboten. Und wirklich, Emma, wie gesagt, jetzt 3 Jahre alt. Mann, Mann, Mann. 9 Monate fast haben wir sie jetzt. Ich finde es Ja. herrlich. Und das bleibt auch noch. Und demnächst bekommt immer noch ein paar Geschenke. Habe ich gesagt, ne? Ja, das muss ich ja nochmal wiederholen. Tipps und Tricks. Wie war das gestern im Baumarkt? Im Baumarkt. Alles klar. Also, Habt eine wunderbare Zeit lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Soll ich das jetzt erzählen mit dem Baumarkt? Nein. Also. Nein, nein. Psst. Schaut euch mal den Weinsberg an. Ich ärgere ja Bertel immer. Ne? Queralkoven. Ach ja, habe ich vergessen zu erzählen. Der hat einen Queralkoven. Wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, ich glaube 1,70 Meter breit. Ja, das ist schon eine coole Kiste für die Zeit. Du. Ja, 6,90 Meter lang. Ich glaube 2,32 Meter geht noch so gerade. Breit. Ja? Ich fand den, guckt mal nach. Und sagt mir Bescheid. Ich muss da mal rein. Nein, ja. Aber es gibt schon verrückte Sachen, verrückte Wohnmobile. Ah.